How many are ready for some more fun? I want to introduce a friend of mine. Is that okay? Yes. I want to introduce a friend of mine. There's nobody like him on earth. Ich möchte einen Freund von mir vorstellen. Es gibt kein Wien auf der Erde. How many like trying new things? Wer von euch liebt es, neue Dinge auszuprobieren? How many like new flavors? Wer von euch liebt eine neue Mischung? Culture. Kultur. All right. So let's put our hands together and welcome one of the most cultured friends I have in the universe. Und lass uns die Hände zusammenbringen und einen wunderbaren Freund vorstellen. This is my best buddy, Todd Bentley. Put your hands together. Das ist mein wunderbarer Freund, Todd Bentley. Before I was 16, I was in 5 prisons. My first prison sentence was 17 months. Und bevor ich 15? Prison. My first prison sentence was 17 months. 5 prisons before I was 16. Bevor ich 16 war, habe ich schon 5 Haftstrafen abgebüßt, zum Teil sogar 5 Monate lang jeweils. I said all that to say I was like the poster child of the child that you don't want to have. Also ich war der böse Schlingel, ich war der schlimme Finger, den du nie also in deiner Nähe haben willst. I didn't grow up with faith, I didn't grow up with God, I didn't grow up with religion, I didn't grow up with church. Ich hatte nichts am Hut mit Gott oder mit irgendwelcher Religiosität. But by the time I was 18 years old, I had my 3rd overdose on drugs. Als ich 18 war, hatte ich meine 3. Überdosis mit Drogen. And so my mother thought my son will be dead by 20. My father said my son will be dead like 20. Meine Mutter und mein Vater haben angenommen, dass ich mit 20 es nicht mehr packen würde und schon ja, tot wäre. Nobody really had any faith. I really didn't have any faith. I really didn't have any hope, and I didn't care. Hey, I'll die without purpose. Keiner glaubte an mich, keiner gab was auf mich. Ich habe selbst für mich selber keinen Pfifferling mehr gegeben. Und ich wäre gestorben ohne ein Ziel. You know, we talk about all the pain, decisions we make in life, trying to deal with pain. Maybe something happened when I was a child. You know, I lived all through those things. Und wir machen uns oft Gedanken, dass wir durch Schmerz gegangen sind, dass wir eine schlimme Kindheit hatten, viel durchgemacht haben. Also ich kann sagen, ich habe das alles durch. But something happened to me. I don't know what to call it except for supernatural. I mean, it's impossible that it happened, but it happened. Und was dann irgendwann geschehen ist, ich weiß nicht, wie ich es benennen sollte, anders als dass es übernatürlich war. And I mean, this is my story. We're making a movie on it. Und das ist meine Geschichte, jetzt wird ein Film darüber gedreht. And it's really from tears to triumph. Und der Titel wird wahrscheinlich sein, von den Tränen zum Triumph. From brokenness, pain, and addiction and drugs and without any hope to what I do today. Von der Zerbrochenheit, von Schmerz, von Hoffnungslosigkeit bis dahin zu dem, was ich jetzt tue. I help people, I give life, I give hope, we pray for people. Und ich inspiriere Menschen, ich vermittle Menschen Hoffnung, ich bete für Menschen. But at 18 years old, I was in my drug dealer's trailer. You know, I went to do drugs and what I do. Aber mit 18 Jahren, da war ich in dem Schuppen meines Drogendealers und And people talk about supernatural encounters or supernatural experiences. Well, I had one. Und da hatte ich sowas, was You know, Leute als eine übernatürliche Erfahrung nennen. Call it an awakening. I mean, whatever you want to call it. Something happened to me. Vielleicht war es auch eine Erleuchtung, wie immer du es nennen willst. And, you know, I believed in heaven, hell, angels, demons. I always kind of, hey, there's got to be something out there. I came from somewhere. Und irgendwie glaubte ich immer an eine höhere Macht. Vielleicht waren es Engel, vielleicht waren es Dämonen. Irgendwas draußen hätte es schon gegeben. An irgendwas musste ich ja glauben. I didn't have faith in Christ. People talk to me about God. They talk to me about Jesus. Und Leute haben mir sicherlich einmal von Jesus erzählt, von Gott erzählt, aber das hat mich nicht angesprochen. And here I am at 18 years old, and I don't know how to describe it, but on the inside, it was like every organ shook. I heard the audible voice of God. I mean, He spoke to me. Aber als ich 18 war, war es, wie wenn ich eine Erfahrung hatte, dass Gott zu mir gesprochen hat mit einer fast hörbaren Stimme. I mean, how do you tell somebody you heard the voice of God? Like, God is real, and He said something to me. Und es hat mich durchgeschüttelt. Und wie kannst du es beschreiben an anderen Menschen, dass Gott auf einmal real wird in deinem Leben? It's not only what He said, but it's what I felt. I mean, this power came over me, like electricity went through me, and it was warm. I remember this encounter. Und es war nicht einfach nur ein Gefühl, sondern es war eine tiefgreifende Erfahrung. Es war wie wenn eine Kraft, eine Elektrizität durch meinen Körper gelaufen wäre. And it was the voice of the Holy Spirit, and all He said was, listen now, listen now. Und es war wie wenn die Stimme des Heiligen Geistes zu mir sprach, hör jetzt zu, pass jetzt gut auf. I just knew in that moment, I said, I'm lost, I'm broken, I have no hope or vision, I'm trapped in my addiction to drugs.
Und es war in diesem Moment so, dass ich ganz zerbrochen war, dass ich wusste, ich bin am Ende, ich bin hoffnungslos, ich bin gefangen in meiner Abhängigkeit von Drogen. And I realized I wanted purpose. I wanted life. Aber ich I wollte wanted ein Ziel reason. haben, ich wollte leben. It was like this overwhelming moment where I need to know you. If you're real, Jesus, I need to know you. Es war ein Moment, wo ich einfach herausfinden musste, wenn das etwas Wahres ist mit dem Jesus, dann muss ich das wissen und muss ich erfahren. And they talked about only one way you can be made new. Only one way you can, if you have a life of regret. Only one way. Und dann wurde mir klar, dass es nur einen Weg geben würde, um neu zu werden, Ja. ohne Bedauern. You must be born again to see the kingdom of God. I mean, I was born again. Ich brauchte die Erfahrung einer Wiedergeburt, um hineinzugeraten in dieses Reich Gottes. And when you're born again, you become a new creation. Old things pass away. It was like I became brand new. I heard the Christians talking about born again. I was one of those born again people. Und ich habe so eine Erfahrung gemacht, dass ich gemerkt habe, ich bin wiedergeboren. Christen haben darüber gesprochen, ich konnte nichts anfangen, aber auf einmal hatte ich diese Erfahrung gemacht. And it was like instantly, not only all the fear and all the heaviness and all the junk, but all the addiction to drugs was broken instantly. Und augenblicklich war diese Abhängigkeit von Drogen von mir abgeschüttelt, abgefallen. Augenblicklich war ich frei von den Sorgen und der Furcht. I pray for people around the world, and I find the power of God breaks people of the chains of addiction to drugs and alcohol and sickness. I mean, we see miracles like this. Und ich erlebe überall Wunder, dass Menschen überall auf der Welt, wo ich hinkomme, frei werden von Alkoholabhängigkeit, von anderen Drogen, von anderen Süchten. So at that day, I said, I want to know you as my personal Lord and Savior, Jesus. I did the whole thing. Forgive me of my sin, wash me in your blood. I did the whole An thing. diesem Tag merkte ich, dass ich einen völligen Neuanfang bräuchte mit Jesus, mit Gott. Und so wollte ich, dass ich einfach völlig neu werden würde, dass ich gereinigt würde von all dem Blödsinn, der an mir war. And then when I started to share my story with people, they were like, hey, we want to hear this. We want something like that to happen to us too. Und manche Menschen, denen ich meine Geschichte mitgeteilt habe, die sagten, hey, ich möchte auch sowas erleben, was du erlebt And hast. I started to get invited to business meetings. I started getting invited to churches. I started getting invited into high schools. Ich bin von Schulen eingeladen worden, ich bin von Geschäftsleuten eingeladen worden oder auch von Kirchengemeinden, die meine Geschichte hören wollten. Taken us all around the world and now here to Salzburg, Austria. Und es hat mich im Laufe der Zeit in der ganzen Welt And hingeführt und heute jetzt nach Salzburg. We're sharing that testimony that you too can have a new life. You can be a new creation, brand new, without regret, shame. Und ich teile einfach meine Geschichte mit, dass ein Neuanfang möglich ist, dass wir ein neues Leben haben können, einen völligen Neustart erleben können, ohne Bedauern. And we wanted to come today to give testimony, Wir wollten heute hier sein, um unsere Geschichte weiterzugeben. to give witness that not only is Jesus alive, but his kingdom is here in power, in healing. Ich wollte einfach erzählen davon, dass Jesus nicht nur lebendig ist, sondern dass sein Reich real ist und Now, erfahrbar ist. let me tell you, I was in Stuttgart, Germany, and they brought me out into an open square in Stuttgart, in Germany. Ich war schon in Stuttgart gewesen, da hatte ich auch öffentlich was erzählt. They put a microphone in my hand. They did a little music. People gathered, Da hatte ich auch ein Mikrofon in der Hand. and I shared my story. Ich habe auch meine Geschichte da weitergegeben. And people wanted me to pray for them. I started praying for people right out on the marketplace. Und ich habe für kranke Leute gebetet, direkt da am offenen Platz. And the first guy that I prayed for, he said, I don't want to be on the camera, but I got both my knees have osteoarthritis. I can't walk. Und da sagte jemand, ich will nicht so gern gefilmt werden, aber meine Knie haben Arthritis und ich kann nicht richtig laufen. And it was like, can Jesus do something about this? You know, and he wanted me to pray for him. Er wollte herausfinden, kann Jesus heute auch noch sowas machen? Er And wollte, so dass ich für ihn bete. I prayed for him, and you know, I don't know about Austria, but you know, maybe Germany, they're a little more skeptical. Ja, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland sind die Leute immer so ein bisschen skeptisch. And I prayed, and my interpreter said, now you make sure, don't say anything that's not happening. You be real. Und mein Übersetzer hat mich dauernd darauf hingewiesen, überrede ihn nicht, überzeuge ihn nicht, sag just- ja nichts, was nicht wirklich passiert. Kind of put my hand on his shoulder, and I said, God, thank you for a brand new knee. You just let your healing Ich habe come. einfach meine Hand auf die Schulter gelegt und habe Gott gedankt für ein völlig neues Kniegelenk. And bam, he starts moving his knees. Und You auf know? einmal hat er sich hier He says, the völlig pain's neu gone. bewegen können und der Schmerz hat ihn verlassen. And he was quite shocked, and the people standing around were quite shocked. You mean the pain is gone after years and years of Nach Jahren pain? How could chronischer it be gone? Schmerzen war seine Schmerzen auf einmal weg. Er war ziemlich schockiert drüber.
You know, how can it be gone? What do you mean it's gone? You know? Also wie kann Gott sowas machen? Wie kann Gott so drauf sein? And so then they brought me a woman that could not hear in one ear. She was totally deaf from birth. She could Und not hear. dann haben sie eine Frau vorbeigebracht, die überhaupt nicht hören konnte. Die war von Geburt an komplett taub And I auf einem prayed- Ohr und konnte nicht hören. I prayed 3 times and she started to hear out of a deaf ear. It's impossible. It's Und das ist supernatural. eigentlich völlig übernatürlich. Ich habe einfach gebetet und auf einmal konnte sie wieder hören. Okay. And so the crowds gathered even more. I'm praying for people, you know. Und dann habe ich für Leute gebetet. Plötzlich sind die Menschenmengen And größer geworden. A man 13 years earlier in a motorcycle accident damaged all the muscles and nerves in his leg. Da war ein Mann, bei einem Motorradunfall hat er seine Muskeln, seine Beine verletzt. He comes up, you can clearly, he smells like alcohol and, you know. Der hat richtig nach Alkohol gerochen. And I said, Jesus loves you. I can pray for you and you can have a new leg. He had rheumatoid crippling arthritis. Und der hatte eine rheumatische Arthritis And und er brauchte Heilung im Bein. I put my hand on him. I've done this. I prayed for thousands, you know, and I prayed for him. In Jesus' name, I command the pain to come out of your leg. And it left. Und ich habe einfach schon so oft für Leute gebetet, für Tausende. Und so habe ich es auch hier gemacht. Ich habe mean, einfach befohlen, dass im Namen Jesus der not- Schmerz not- gehen würde. Not only was he shocked, but all the people were like, what do you mean it's gone? Like he was in a motorcycle accident and he was healed. Und der war in einem Motorradunfall verwickelt gewesen und er war völlig außer sich, dass er geheilt war. Die Leute drumherum waren auch völlig außer sich. And so I believe today, we're here today. Und jetzt sind wir heute hier. I'm going to give an invitation. I'm going to even give it like a challenge. Ich möchte eine kleine Herausforderung heute hier auch ausprobieren. And our musician, David Hunter, he's going to begin to play again. Some of his music are songs to God and songs from God to us. Und David Hunter wird dazu etwas spielen und manche seiner Lieder sind Lieder für Gott oder Lieder von Gott zu uns. And what I love is I love to get out where the people are, and it doesn't matter what your background is, black, white, Buddhist, Muslim, you know. Und ich möchte einfach da sein, wo die Leute sind. Euer Hintergrund oder Weltanschauung ist mir ziemlich egal. Ob ihr welche Hautfarbe ihr habt, welche Glaubensanschauung ihr habt, ist mir völlig egal. In fact, as a Christian, I would rather be with a bunch of Hindus and Muslims and unbelievers that needed a story like I have than be in the churches sometimes. Und ich muss sagen, ich habe es oft sogar vorgezogen, in Gegenden zu sein, wo ich unter lauter Muslimen und unter lauter Hindus war und da einfach meine Geschichte weitergeben And konnte. we were going to give an invitation today that you too can know God's love, mercy, forgiveness, and healing. You can be a new creation. Und ich möchte einfach meine Geschichte weitergeben und die Einladung weitergeben, dass auch Sie heute die And- Liebe Gottes, die Vergebung and- Gottes, die Heilung Gottes We erfahren need können. to be a new creation. We need the forgiveness of sin. We do need to accept Wir brauchen diesen Neuanfang, wir brauchen Sündenvergebung, wir brauchen einfach einen neuen Start. that none of us can be holy or righteous of ourselves. We need a Savior. Und niemand von uns kriegt es aus eigener Kraft so richtig gebacken. Wir brauchen einen, der uns rettet und uns weiterbringt. And if we will surrender and say, hey, I want to know you, Jesus, take my life, it's broken. Und wenn wir unser Herz öffnen und sagen, Gott, ich möchte mich dir öffnen, Jesus, ich He möchte will mich dir make us öffnen, a nimm new mein creation. zerbrochenes Leben, dann macht ihr uns zu einer neuen Schöpfung. And we can be different. We can have, you know, today we're going to pray for people. If you want prayer, we'll pray with you. Und wenn jemand heute hier ist, der ein Gebet braucht, weil er ein Gebrechen hat, dann And bin ich gern bereit, auch dafür zu sometimes, beten. some people, you know, they hear my story and I can be an inspiration and they say, hey, you know what? That's my life. That's my son's life. That's my daughter's life. That's my dad's life. Help me. Und es gibt Leute, die hören meine Geschichte und sagen, das inspiriert mich, das ist mein Leben, das ist das Leben meines Sohnes, das ist das Leben meines Freundes, hilf mir. And so in a moment, I'm just going to kind of step down off of the stairs and I'm going to stand over here. Und ich werde einfach hier sein, hier vorne sein. And I'm going to invite people if you want to know Jesus. Und ich möchte Menschen einladen, wenn sie das I mean, if mit dem you wanna- Glauben mit Jesus ausprobieren wollen. If you want to be born again, or maybe you want prayer for healing, something happened miraculous or supernatural. Wenn du eine Berührung mit Gott haben möchtest oder einfach nur eine übernatürliche Begegnung mit Gott, vielleicht in der Heilung erleben möchtest. But if you want to pray today and say, hey, Jesus, can you do something? I'm going to just be here. And David's going to sing a song. Und David wird jetzt einfach weiterspielen und ich werde einfach hier vorne noch bereit sein, wer kommen möchte. And I have some friends here too, maybe from the conference. We have a conference here in Salzburg. Und ich habe ein paar Leute, vielleicht auch Gäste, die gekommen sind, denn wir haben am Wochenende eine Konferenz hier in Salzburg. Some of them are talking, and you know they're going to be here too, standing around and talking. Und ein paar unterhalten sich vielleicht, ein paar sind zu Gast. But you know, we got flyers there. We can give everybody a flyer if you want to come to the meeting I'm doing tonight. Wir haben auch noch ein paar Einladungen, wenn irgendwer Lust hat heute Abend. I'm doing a special meeting tonight, tomorrow, Denn heute und morgen haben wir noch eine besondere and you can just Veranstaltung grab one of those. We can just bei freiem Eintritt. give everybody one. Just pass them around. Und wer möchte, kann sich da But auch let's. eine I want Information to holen. pray. Can we pray? Aber
Aber ich möchte kurz beten. I want to pray a prayer. Ich möchte ein Gebet And sprechen. I want to say this. Ich möchte das sagen. Father, thank you for the gift of salvation. Danke für die Gabe, das Geschenk der That there's Rettung. only one name given under heaven by which men must be saved. Dass es einen Namen gibt unter dem Himmel, einen einzigen Namen, der uns retten kann. Thank you for the gift of Jesus. Danke für dieses Geschenk, das Thank you Jesus for a gesandt hat. Savior today. Danke für einen Retter für unsere Umstände heute. Thank you for the shed blood of Jesus today. Danke für das vergossene Blut von Jesus heute Abend. Thank you we can be a new creation today. Danke, dass wir einen Neubeginn, eine neue And I Schöpfung sein pray können heute. people would be a new creation today. Und ich bete, dass Menschen heute einen Neuanfang erleben, eine neue Schöpfung And werden. thank you for your power today, God. Danke Gott, dass deine Kraft erlebbar ist heute. Thank you for the Holy Spirit. Danke für die Erfahrung von Heiligen And I'm going to Geist. ask today for miracles, for healing, Ich bete, dass heute Wunder geschehen und Heilungen, that there'd be a release of anointing, dass es ein Fließen There'd be a der Gegenwart release of the Gottes love geben of wird, God. dass die Liebe Gottes fließt, die a Salbung, release of the presence of God. dass die Gegenwart Gottes It spürbar is wird. happening even now, Lord. Und es passiert gerade jetzt. Maybe you want to pray too. Vielleicht willst du You can pray with me right now. You can just pray. innerlich Just mit mir pray this prayer. mitbeten. Pray this prayer. Bete einfach innerlich Just dieses pray Gebet. now. Pray Einfach now. Jetzt. Say, Jesus, I want to know you. Sag einfach, Jesus, ich möchte dich mal I want to kennenlernen. know you, Ich Jesus. möchte dich wirklich kennenlernen. And I want salvation. Und ich möchte diese Erfahrung machen der Rettung. I want to be a new creation. Ich möchte eine neue Schöpfung sein. I want to be born again. I want to be brand Ich new. möchte die Erfahrung einer neuen Geburt, eines Neugeborenseins machen. Would you come into my life Ganz neu einen Anfang machen. and the power of the Holy Würdest Spirit du eins in mein Leben und come into my life? dieses Leben von mir bereichern. I want to say yes to you, God. Ich möchte Ja sagen zu dir, Gott. I want to surrender. Ich möchte mich hingeben. And we thank you for that, Lord. Und ich möchte dir dafür danken, Herr. And I want to thank you for just giving me a moment to share and pray. And Und ich möchte euch danken, wenn ihr mir eine Gelegenheit David's going to gebt, sing. während David hier noch Now, singt. did anybody pray that prayer with me today? Just lift your hand Hat up. If you- irgendwer heute dieses Did anybody Gebet pray with me? gesprochen? Ja. and say, I want to know Jesus. Just wave at me. Ich möchte diese Erfahrung machen, Jesus neu You know, I kennenlernen. love to give myself the fresh surrender to God, you know. Ich möchte mich in einer frischen Hingabe an Gott. But I'm going to hingeben. stand over here, right over here. Ich werde hier vorne sein. And my wife is here somewhere, and I have some friends. We're going to pray for people if you want healing, or maybe you want to come and, hey, pray for me to know Jesus. We're just going to be available. Und wenn jemand daherkommen möchte und sagen, ich möchte eine geistliche Erfahrung machen, bet für mich oder ich brauche Heilung, dann will ich es gerne machen. Wenn David So noch let's spielt. thank God again for David Hunter and his music. Dankeschön für David Hunt aus Texas. Okay. So just come forward. We'll be right over here. As Todd's going down, I don't know if you guys can understand it, but I'm going to sing one more song, and it'll be nice. You'll enjoy it. There's a harp in my heart, and only you can play it. There's a song in my broken soul, and only you can sing it. You're so unpredictable, God, just like the rhythm of a weeping. When my life is still so upside down, you keep on coming around. You keep on loving, and I still let you down. There's a cry in my heart that I could love my brother, not to look at his race, his religion, or his color. You love those Presbyterians, you love the Buddhist and the prostitute, you love the gays and the lesbians. You're not like us, see through our sin.
You see through our shame, and you love us anyway. I hear those curfew bells are ringing, but I just can't stop my singing. I've got to tell just one more person, never give up, keep on dreaming. Quieter than rain, you remove all the pain. Why don't you just put the words in my mouth, God, to show the world what you're really like? You're not some dead God who lives in some building, but you're a Father of kindness, a Son of forgiveness, a Spirit who helps me. That's who you are, who you are, who you are. Oh, 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 oh. There's a harp in my heart, and only you can play it. There's a song in my broken soul, and only you can sing it. You're so unpredictable, God, just like the rhythm of weeping. And though my life is still so upside down, you keep on coming around. You keep on loving, but I still let you down.